WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute in Limburg, Whisky Fair 2019, gemeinsam mit Gregor Nacke. Super, wir sind bei Cadenhead. Ja. Das ist jetzt hier eine, was ist das genau? Cadenhead ist ein unabhängiger Abfüller und zwar der älteste Schottlands. Ein Unternehmen, das immer noch im Privatbesitz ist. Und die haben ein wunderschönes Franchise-System mit 10 Läden, die europaweit verteilt sind. Und wir sind einer. Wir vertreten quasi hier in Limburg die deutsche Seite von Cadenhead. Es gibt ganz viele Läden auch in anderen europäischen Ländern, zum Beispiel Österreich, Schweiz, Italien, Dänemark, 2 in Deutschland und 3 auf der Insel in Aberdeen. Nicht mehr, da war der erste Laden, mittlerweile in Campbelltown, Edinburgh und London. Super, also interessant, dass das so gibt. Also euer Marken ist schon irgendwie sehr prägnant und eure Qualität ist schon irgendwie berühmt berüchtigt. Glückwunsch! Ja, also ich denke, unsere Qualität spricht für sich, zumal wir einfach ein sehr, sehr ehrliches Unternehmen sind. Es gab bei Cadenhead einen schönen Werbespruch, der hieß bei Taste the Best, was heißt, probiert einfach und kauft dann. Ja. Und wir machen das einfach alles sehr original belassen. Das heißt, unsere Flaschen sind meistenteils einfach wirklich weder gefärbt noch kältefiltriert und wir verdünnen den Whisky auch sehr ungern. Wir sind einfach bekannt für Fassstärken. Wir haben zwar auch Trinkstärken, aber nur sehr, sehr wenige. Super. Also hier in Limburg ist das praktisch der Hochburg der Whisky Nerds. Und ihr macht Whisky für diese Freaks, die gerne Fassstärke haben wollen, oder? Für die, die gerne Fassstärke haben wollen und für die, die den Whisky einfach mal in seiner individuellen Form probieren wollen. Weil Einzelfassabfüllungen bestechen einfach dadurch, dass die Whiskys nicht gemischt werden und ein Fass einfach seinen persönlichen Charakter entwickeln kann. Da kann man auch mal Glück und Pech haben. Es gibt bessere und schlechtere Fässer, aber umso sehr sind wir einfach auf die Qualität bedacht. Ja, super. Wo findet man euch? Online wie auch real? Man findet uns auch online, ja. Die Firma wird moderner. Also bis vor 5, 6 Jahren hat man mit Internet nicht sehr viel gemacht, aber in Schottland fängt man jetzt an, das zu erkennen. Wir machen das schon seit 2001, haben einen Internetshop und wir haben einen Newsletterverteiler, das Übliche. Wir versuchen in Zukunft auch mal was mit Twitter und Facebook zu machen, aber auch da sind wir eher langsam. Ich würde eher Instagram und Facebook vorschlagen als Twitter in Deutschland, aber nur mein Tipp, www.cadenheads.de findet man uns. Super. Und dann real, ihr seid in Köln, oder? Wir sind in Köln, ja. Da findet man unseren Laden, genau. Adresse? Luxemburger Straße 259 in 50939 Köln. Super. Also das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch viele hunderte Flaschen da, die man auch verkosten kann, wo man auch kaufen kann. Macht ihr auch Messen, auch Hausmessen oder Tastings? Wir machen keine Messen. Wir gehen auf Messen, wie du uns hier gefunden hast. Auch viele, so ungefähr 12 Stück im Jahr. Ja. Und man kann bei uns auch immer probieren, wir haben immer etwas offen, aber vornehmlich die Dinge, die wir halt anzubieten haben, nicht die Standards, sondern mittlerweile haben wir ganz viele kleine Probierflächen im Regal stehen bei den Flaschen, die noch geschlossen sind. Da kann man immer sehen, was kann man probieren, was kann man nicht probieren. Super. Und da hast du ganz schön viel jetzt hier. Was wäre etwas, was für dich eine Lieblingswhisky war jetzt hier in der letzten Zeit? Ist das denn etwas dann natürlich aus Schottland, etwas mit viel Rauch oder wo bist du unterwegs? Also einer meiner Lieblingswhiskys ist der 22-jährige Glenrothes hier. Oh ja. Das ist unser Shop-Bottling. Ja. Und zwar ist das auch eine Sache, die Cadenhead jetzt die letzten 2 Jahre gemacht hat und auch weiter in Zukunft machen wird. Wir kriegen immer Fassproben geschickt. Ja. Und zwar so um die 20 Stück und müssen die blind verköstigen. Wir wissen also nicht, ist Malt Whisky drin oder Grain, wie alt ist er oder ähnliches, sondern wir müssen blind verköstigen und dann dürfen wir uns das schönste Fass aussuchen. Und das ist manchmal eine wundervolle Überraschung, was dabei rumkommt. Und wir haben das letzte Mal einen 22-jährigen Glenrothes aus einem schönen Bourbonfass ausgewählt. Ist von den Eckdaten eher langweilig, aber von dem Inhalt einfach bombastisch. Ja, und deswegen, und darum geht es dann halt auch, wir freuen uns immer, wenn jemand nicht das Etikett kauft, sondern den Flascheninhalt. Kostet ungefähr? 99 €. Perfekt, genau, richtiger Preis, noch Schmerzgrenze darunter, 22 Jahre alt, hervorragend, super. Okay, WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, gemeinsam mit Gregor Nacke. Ciao. Bis dann, tschüss.